Mal keine Mahlzeit, sondern willkommen zu meinem ersten Waffenvideo. Eigentlich zu meinem x-ten, aber das erste, was ich hoffentlich so veröffentlichen kann. Und zwar habt ihr in meinen vorherigen Videos sicher schon die AKM gesehen, die ich öfters vor der Brust habe. Da habe ich gedacht, reden wir als allererstes mal über die AKM, die gerade, ich finde, am Anfang in der Season nach einem Wipe richtig gut ist. Und zwar, wo fangen wir an? Ist die AKM erstmal ab Spectre Level 2 zu haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Nuclear Night Edition besitzt, kann man die auch direkt kaufen. So, wir haben ein Sturmgewehr mit einem 30er Sichelmagazin, mit der Möglichkeit auf Einzelschuss und Vollautomatik. Bezüglich des Verschlusses, ich verlinke euch unten in der Beschreibung mal ein Video, da wird die AKM eine halbe Stunde lang komplett erklärt. Ich fand es sehr interessant, muss natürlich jeder für sich wissen. Grundsätzlich, so sind wir gesichert, aber wir haben eine mechanische Verriegelung. So finden wir die Waffe oder kaufen wir die Waffe zumeist. Wir haben den Hebel in der Mitte, sind bei Vollautomatik und hier unten ist Einzelschuss. Der Vorteil erstmal daran, es ist gut sichtbar. Also wenn ich die Waffe bei einem anderen Spieler erbeute oder wenn ich sie finde, ich kann sehen auf einen Blick, in welchem Feuermodus die ist. Also ich habe also nicht hier irgendwie so ein kleines Rädchen oder irgendeinen Stift, sondern es ist gut sichtbar. Und jetzt habe ich den Faden verloren, sehr gut. Ja, und alle russischen Waffen, die dieses Verschlusskonzept haben und diesen Sicherungshebel, haben es identisch. Also ob ich jetzt eine AKM, eine AK-74, eine AK-74SU, eine Saiga, eine Dragunov, alle haben genau den gleichen Feuermodus und man muss sich auch nicht so unheimlich umgewöhnen. So, jetzt haben wir natürlich keine Rails und nix und keine Griffe dran, die wir machen können. Und dafür gibt es einen Adapter. Der ist bei den ganzen sowjetischen oder ehemals sowjetischen russischen Waffen ist der anzufügen. Den findet man natürlich relativ oft im Raid. Den habt ihr sicher auch mal gesehen. So eine Schwalbenschwanzführung ist hier unten drin, deswegen heißt das Ding auch Dovetail. Und da könnt ihr jetzt alle möglichen Systeme drauf machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein PK06 Visier. Da spiele ich ganz gerne mit, weil ich finde es einfach günstig. Und wenn man sich drauf geübt hat, relativ klein, weil man wenig Störgehäuse hat. Man sieht viel von der Umgebung. Wenn ich mal irgendwie was zu niedrig halte, verzeiht es mir. Das ist bei den Aufnahmen, muss man sich angewöhnen, das Ganze so ein bisschen genau vors Gesicht zu halten, damit ihr das sehen könnt. Ja, wo sind wir gerade? Wir sind im Einzelschuss. Ich habe ein 30er Magazin eingelegt, fertig geladen. Ich finde die Waffe eigentlich auch ziemlich gut zu kontrollieren. Einzelschuss, wie ihr seht, geht's ganz gut. Ich bin immer leicht unterm Ziel. Warum? Liegt an der ballistischen Flugbahn der Patrone. Da mache ich noch ein gesondertes Video zu. Mal ganz kurz wird das dann werden, wie man es mir bei der Bundeswehr damals erklärt hat, weil es auch da ein Update zu gab. Grundsätzlich haben wir halt, wie gesagt, noch Vollautomatik. Was relativ schwer zu kontrollieren ist, finde ich, bei der Waffe. Aber wenn ich jetzt auf Labs sage ich, auf Island bin und in Labs reingehe oder Radio, schalte ich gerne auf Vollautomatik und man kann dann aus der Hüfte raus kurze Salven abgeben. Haben wir auch gerade leer gemacht, sehr gut. Und das reicht eigentlich für jeden gepanzerten Gegner. Oder nicht gepanzerten in dem Kaliber. Zusätzlich die 75er Trommeln, die sind halt auch komplett kompatibel, die man so oft bei den AKMs nachher, nicht bei den AKMs, bei den AK-109 nachher sieht, von vielen Spielern. Und die geht halt auch auf die AKM. Wir haben also genau das gleiche System. Wir sind noch fertig geladen. Nee, ich habe die letzte verbraucht. Gut, und da haben wir natürlich die Möglichkeit,
im Orts- und Häuserkampf, ne, ordentlich zu wirken. Und jetzt ist die 75er Trommel leer, weil ich die Aufnahmen schon x-mal gemacht habe. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, einen Schalldämpfer anzubringen. Was später im Spiel auch interessant ist, ist natürlich die Sache, ob man jetzt den Schalldämpfer unbedingt auf der AKM spielt. Ich mache es anfangs, weil ich der Meinung bin, die hat genug Durchschlag. Und mit panzerbrechender Munition ist man auch relativ früh in der Lage, jegliche Rüstung oder fast jegliche Rüstung zu durchschlagen. Mit Spectre 2 ganz solider Kauf. Also ich würde sie immer wieder mit aus dem Raid reinnehmen und auch wieder raus. Und auch mittlerweile habe ich, glaube ich, 8 an der Wand, die ich einfach aus dem Raid erbeutet habe. Phoenixen lassen die auch manchmal liegen. Ich finde, man kann da ganz solide mit arbeiten und könnt gerne eure Meinung dazu teilen, aber ich bin ganz zufrieden mit dieser Waffe. So, das wäre erstmal alles dazu. Falls ihr noch was habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mir jetzt mal überlegen, welche Waffe ich als nächstes mache. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.